Ich habe dich selten um etwas gebeten, Sebastian, aber ich tue es jetzt. Entzieh mir nicht das Umgangsrecht für Emma, denn das, was du mir vorwirfst, das habe ich nicht getan. Alzheimer. Keine Zukunft. Du begreifst es nicht, Charlie. Ich will so nicht leben. Jessica will, dass ich behaupte, dass ich dem Kerl gestern ihre Nummer gegeben habe. Wie bitte? Miese kleine Kröte, was ist eigentlich dein Problem? Wie redest du mit meiner Tochter? Was soll das ganze Theater, hä? Wenn du deiner Tochter mehr glaubst als mir, dann kann ich es auch nicht ändern. Warum sollte sich Vivian sowas ausdenken? Aus Rache? Weil ich ihr die Nummer mit dem Kleid nicht geglaubt habe? Das hatte ich auch nicht und zu mir ist sie anders. Du bist doch auch ihr Vater. Daniel, ich habe diesem Schwachmaten nicht meine Nummer gegeben. Ja, das hatten wir ja schon. Na, dann hol doch mal den Zettel raus. Was? Na, den Zettel, auf den ich angeblich meine Nummer geschrieben habe. Und jetzt vergleich doch das mal bitte mit meiner Handschrift. Das ist doch voll die Kinderhandschrift. Das muss Vivian geschrieben haben. Ich bin zwar keine Grapholistin, aber Graphologin. Ist doch scheißegal, wie das heißt. Gott, Daniel, du solltest dir mal wirklich überlegen, warum deine Tochter so ein Mist baut, anstatt mich zu verbessern. Ich habe Tanjas Brief gelesen. Dann glaubst du jetzt an ihre Unschuld? Solange es keine Beweise dafür gibt, ich weiß nicht. Ja, schade. Ich dachte, du wärst zur Einsicht gekommen. Seltsamerweise halte ich dich manchmal für intelligenter, als du bist. Tanja war eifersüchtig auf Sonja. Und Eifersucht, das ist eigentlich immer ein ganz gutes Motiv. Und Clarissa will sich an Tanja rächen. Das ist auch ein gutes Motiv. Abgesehen davon habe ich dieses Überwachungsvideo doch selbst gesehen. Die alte Hexe hat es mir selbst gezeigt. Und es ist eindeutig zu erkennen, dass Tanja Sonja nicht angerührt hat. Sie ist von selbst gefallen. Okay. Ich warte auf dein Plädoyer. Was soll das denn? Du bist ja der Anwalt. Der Gegenseite. Na los. Wenn du so sehr an ihre Unschuld glaubst, dann fang doch an, mich davon zu überzeugen. Was, wenn Arno sich was antut? Oh nein, bestimmt macht er nur einen Spaziergang. Ich hätte ihn aufhalten sollen. Aber es ging so schnell. Schon war er aus der Tür. Mach dich nicht verrückt, Charlie. Was, wenn er mit der Alzheimer-Diagnose allein nicht fertig wird? Bitte komm. Lass ihn erst einmal zu sich kommen. Wo nimmst du eigentlich deine Ruhe her? Du redest wie auf einem deiner Pressetermine. Es geht um Arno und dem geht es nicht gut. Das weiß ich. Du hättest sein Gesicht sehen sollen, als der Arzt ihm die Diagnose mitgeteilt hat. Arno ist am Boden zerstört. Er hat mir gesagt, dass er so nicht weiterleben will. Charlie, bitte, bitte, Charlie, beruhige dich. Ach, beruhigen. Es passiert doch ständig etwas. Kürzlich hat er beinahe das Haus abgebrannt. Ich bin in jeder Minute unruhig, wo ich nicht bei ihm bin. Ich habe ständig Angst. Weißt du, du hast gut reden. Du lebst nicht mit ihm zusammen. Wenn ich dich daran erinnern darf, wir waren jahrelang verheiratet. Ich kenne ihn um einiges besser als du. Arno redet einfach nicht über seine Probleme. Und das weißt du. Also zwing ihn nicht. Lass ihm Zeit. Glaub mir, nach so einer Diagnose ist nichts mehr, wie es mal war.
Ich weiß noch, wie schwierig die Zeit war nach Ludwigs Krebsdiagnose. Er hat keinen Menschen an sich rangelassen. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo er ist. Opa, was machst du denn hier? Du wunderst dich wahrscheinlich, was wir hier so früh machen, ne? Was macht ihr hier so früh? Schulstress. Wir müssen zur Bibliothek. Ja, ich brauche ein paar Bücher für meine mündliche Abi-Prüfung. Thema Vietnamkrieg. Mama hat mal erzählt, dass du früher mit so einer Hippie-Matte dagegen demonstriert hast. Stimmt das? Das ist lange her. Ich wollte als Kind immer Brücken bauen. Daraus ist leider nichts geworden jetzt. Aber du baust doch gerade eine Brücke. Ja, aber wenn man glaubt, man ist auf der Zielgeraden, dann kommt immer irgendetwas dazwischen. Du bist ja richtig poetisch. Das ist keine Poesie, es ist das Leben, Junge. Ist irgendwas passiert? Ist alles gut bei dir? Du bist so komisch. Ein gutes Buch über den Vietnamkrieg, das liegt zu Hause. Schön. Ja, ich muss jetzt los. Ja, wir kommen mit, wir müssen in die gleiche Richtung. Ich wollte sowieso ein Taxi nehmen, weil ich schon spät dran bin. Ja. Ja. Und Clarissa ist an allem schuld. Ansgar, ich kenne die Leier von Tanja zu Genüge. Du machst monatelang einen auf Romantik mit Tanja. Wenn sie dich einmal braucht, ziehst du den Schwanz ein? Gut, dass du bei einer Bank arbeitest. Als Anwalt würdest du glatt verhungern. Jetzt hör mir mal gut zu, Dummerchen. Stopp. Grundregel Nummer 1. Du musst nett zu mir sein, denn du möchtest etwas von mir. Zweitens, ich warte immer noch auf deine Argumente. Und drittens, bitte, höflich. Nein, Sie sind schon richtig hier. Ich musste mich nur kurz setzen, da ich sonst unter der Last von Ansgars Argumenten zusammengebrochen wäre. Das ist die Einladung von LCL, der Geschäftsführung. Danke. LCL lädt die Geschäftsleitung der Enterprises für heute Nachmittag zur Pressekonferenz ein. Es wird die Neuausrichtung der LCL-Kollektion nach dem tragischen Unfall von Sonja Jäger bekannt gegeben. Bräuchte sie dafür nicht Tanjas Zustimmung? Naja, solange Tanja im Knast sitzt, hat Clarissa bei LCL das Sagen. Pressekonferenz? Neuausrichtung. Kann auch ein nettes Wort für feindliche Übernahme sein. Aber Clarissa hat doch gar keine Anteile an LCL. Und jetzt frage ich dich nochmal, wer profitiert am meisten davon, dass Tanja im Knast sitzt? Das ist aber auch eine linke Nummer, die Vivian da abgezogen hat. Da wäre ich an Jessys Stelle auch sauer. Hast du mal die Gesichtscreme? Mein Gott, sie ist doch nur ein halbes Kind. Und wie kriege ich die beiden jetzt wieder zusammen? Das ist Deo. Ja. Vergiss die beiden. Ich an deiner Stelle würde mich lieber mal fragen, warum Vivian Jessica nicht mag. Keine Ahnung. Die Gesichtscreme. Da. Danke. Meinst du, es liegt speziell an Jessica oder daran, dass wir zusammen sind? Also wenn ich dir einen Ratschlag geben darf. Ich glaube ja, das ist... Können wir duschen? Dusche ist frei. Ja, der Rest aber nicht. Du bist schon seit einer Stunde im Bad. Ab einem gewissen Alter dauert das eben. Du wolltest mir noch einen Rat geben. Mann, Daniel, Vivian ist eifersüchtig. Was, aber ich habe ihr doch gar keinen Grund gegeben. Ja, Eifersucht sagt doch mehr über dich selbst aus als über den anderen. In diesem Fall also Vivian. Dämmert's langsam? Mann, die Kleine hat dich vermisst. Und jetzt will sie merken, dass sie dir wichtig ist und dass du dich um sie kümmerst. Deine Tochter braucht jetzt Aufmerksamkeit, und zwar portionsweise und von dir. Ist das so schwer zu kapieren? Nee, aber... Oh Mann, ist das kompliziert. Nein, ist es gar nicht. Mann, ihr habt euch 4 Jahre nicht gesehen. Da kannst du doch nicht erwarten, dass es von heute auf morgen alles perfekt läuft. Also, hau rein. Tanja, du siehst ja aus wie das blühende Leben.
Sebastian hat einen Brief gelesen. Er verzichtet auf den Antrag auf Entziehung des Umgangsrechts. Du kannst deine Tochter weiterhin sehen. Wann kann ich denn Emma sehen? Ja, das musst du schon mit ihm besprechen. Mich interessiert mehr, ob er irgendwann einsieht, dass an der Geschichte auch vielleicht etwas dran sein könnte. Wenn Sebastian wirklich von meiner Unschuld überzeugt wäre, dann wäre er doch selber hergekommen. Dein Angetrauter vertraut dir noch weniger, als ich dir vertraue. Und das will was heißen. Ist gern mal, wie du das hingekriegt hast. Gute Pflicht, aber ich vermisse die Kür. Wo sind die Brüche? Das alles ist so interessant wie die Zeitung von gestern. Aber Sie hatten die Entwürfe doch so abgenommen. Gewisse Dinge setze ich einfach voraus, oder soll ich Ihren Job auch noch machen? Das alles wirkt so unterkomplex. Sonja hätte mich auf Anhieb verstanden. Bringen Sie mir bitte die Pressemappe für später. Na, Sebastian, wie läuft's? wie soll schon laufen, wenn man mit dem Teufel arbeitet? Seit Tanja nicht mehr da ist, läuft sie zur Hochform auf. Bitte sprich noch mal mit Sebastian. Wenn Sonja nicht aufwacht und mich entlastet, dann... Du und er, ihr seid meine einzige Hoffnung. Ich weiß, Tanja. Ich kann dir einfach nichts versprechen. Vielleicht möchten Sie nachher auf der Pressekonferenz ein paar Worte sagen, wie es Frau Jäger geht. Sie waren schließlich gut befreundet. Sie als Anwalt können das besser als ich. Mir setzt das alles so zu. Danke. Ich komme. Hallo, Arno? Ach, Susanne. Nein, ich dachte nur, es wäre dein Vater. Ja, alles okay. Arno hat nur viel zu tun. Oh, warte mal. Er ist gerade zur Tür reingekommen. Ich gebe dich weiter, ja? Susanne. Hallo, Susanne. Ja. Ach, weißt du, ich hatte wirklich wenig Zeit. Die letzten Monate, das... Ja, mir geht's gut, ja. Ich war gerade nur spazieren. Ja, alles bestens. Ja, ja. Also, auf bald, ja. Wir telefonieren, ja? Mach's gut. Du hast es ihr nicht gesagt. Am Telefon? Vielleicht würde es dir gut tun, mit ihr darüber zu sprechen. Ob, wann und wie es mir gut tut, das ist allein meine Entscheidung, ja? Ja, ich will dir da auch gar nicht reinreden. Ja, dann ist es ja gut. Hör mal, hast du Hunger? Soll ich uns eine Kleinigkeit zu essen machen? Hast du vergessen, dass ich heute Morgen sehr ausgiebig gefrühstückt habe? Will dir ja nur was Gutes tun. Wenn du mir was Gutes tun willst, ich brauche keine Glucke. Lass mich einfach in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Vivian? Vivian? Hallo. Was soll denn das jetzt? Vivian, mach mal die Mucke leiser. Was denn? Ich will mit dir über Jessica sprechen. Sorry, aber ich muss jetzt zu meinem Praktikum. Wenn ich zu spät komme, kann ich das knicken. Ja, du hast noch jede Menge Zeit und ich fahr dich auch. Und jetzt setz dich bitte. Ja? Los. Ich will doch nur wissen, was du gegen Jessica hast. Diese blöde Kuh konnte mich doch von Anfang an nicht leiden. Aber sie hat dir das Praktikum besorgt. Ja, aber ständig versucht sie mir irgendwas anzuhängen. Erst ist mit dem Kleid und dem Fleck und jetzt ist mit der Handynummer und dem Spacko von gestern. Der Zettel war aber nicht von Jessica. Oh, so ein Schwachsinn. Das ist nicht ihre Handschrift, sondern deine. Papa, wenn du mich loswerden willst, dann kannst du es auch einfach sagen. Ich hasse es, wenn man sowas von hinten rum macht.
Was soll denn das jetzt? Du hast dich die letzten paar Jahre doch auch nur einen Scheißdreck um mich gekümmert. Vivian? Starts to falter. Oh, let me inside, not to wait. Let all that run through the fields, through the quiet, go on with their own hidden ways. Wenn die Schmerzen schlimmer werden, meldest du dich sofort, ja? Ja. Ich meine, es ist ja auch nur manchmal. Und zwar genau dann, wenn Leonie und ich, wenn wir beide... Lernen. Also erspart mir die Details, ja? Wann und wie ihr lernt, will ich eigentlich gar nicht wissen. Nur die Narbe darf sich nicht entzünden. Du, sag mal, Papa, kann es sein, dass irgendwas mit Opa ist? Ja, wir haben ihn vorhin am Hafen getroffen und da war er irgendwie ganz schön neben der Spur. Hallo. Ricardo, störe ich dich? Nein, Charlie, in keinster Weise. Über Arno können wir uns ja später unterhalten. Ja. Aber macht euch keine Sorgen. Aber wenn ihr ihn sucht, er ist zu Hause. Ja, du, alles gut. Wir müssen sowieso noch eine ganze Menge für Geschichte machen, ne? Ja. Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß. Kaffee? Danke. Ist gut, dass du ihm noch nichts von Arnos Krankheit gesagt hast. Wie geht's ihm denn? Ach, er schottet sich ab. Keine Chance, vernünftig mit ihm zu reden. Deshalb bin ich jetzt auch hier. Ich habe es zu Hause mit ihm nicht mehr ausgehalten. Sein Schweigen, das drückt mir förmlich die Luft ab. Wir müssen alle noch lernen, mit Arnos Krankheit umzugehen. Aber bald beginnt er seine Behandlung und dann sehen wir weiter. Danke. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Ansgar hat mir nicht so große Hoffnung gemacht. Ich war mir selbst auch nicht sicher, ob ich kommen würde. Sebastian, wann hat das alles angefangen? Wie sind wir überhaupt zu diesem Punkt gekommen? Ehrlich gesagt, ich bin nicht hier, um über uns zu reden, sondern darüber, warum du im Gefängnis sitzt. Aber dann geht's doch auch irgendwie um uns und um die Frage, ob du mir glaubst. Dass du hier bist, das hat was zu bedeuten. Allerdings. Und zwar, dass ich die Beweislage für nicht eindeutig halte. Es gibt Indizien, die sprechen für deine Schuld, und es gibt Hinweise, die deuten auf das Gegenteil hin. Mach den nächsten Schritt. Hör mir zu. Was kann ich tun, um dich zu überzeugen? Was hast du denn vor? Feierabend. Also jetzt hör aber mal auf. Sei nicht so dramatisch, Arno. Du führst dich auf wie in der griechischen Tragödie. Ödipus hatte Alzheimer. Hab ich das auch vergessen? Wenn du es nicht mehr willst, dann gib es mir. Bei mir bekommt es einen Ehrenplatz. Charlie, ich habe dich gebeten, dich da rauszuhalten. Und ich soll dir jetzt dabei zuschauen, wie du dein Leben entsorgst. Ich entsorge nichts. Ich werde entsorgt. Diese Dinge können dir helfen, dich zu erinnern. So machst du es dir doch nur noch schwerer. Charlie, es ist so schwer. Ja, aber die Dinge, die du bislang geschaffen hast, die werden bleiben. Wie lange kennen wir uns? Ein halbes Leben. Eben. Und wenn du mich vergisst, ich werde immer da sein. Ich werde immer an deiner Seite sein. Weil du mein Freund bist. Mein bester Freund.
Das nennt man Freiheitsberaubung. Jetzt sei nicht kindisch, ich will nur mit dir reden. Wegen dir fliege ich noch raus bei LCL. Nein, Jessica hat gesagt, du kannst die Mittagspause verbringen, wo du willst und mit wem du willst. Und was Jessica sagt, stimmt natürlich. Also in diesem Fall schon. Mann, Vivi, ich will doch nur wissen, wie die nächsten Wochen verlaufen sollen. Gute Frage, nächste Frage. Also wenn du keinen Bock auf die WG oder auf mich hast, dann musst du das sagen und dann müssen wir uns gemeinsam was anderes überlegen. Boah, das ist ja mal wieder typisch. Kaum nervig schon, willst du mich schon wieder abschieben? Ich doch jetzt mit keinem Wort erwähnt, dass ich dich nicht hier haben will. Ja, das kommt dann wahrscheinlich noch. Vivi, ich will nur wissen, was los ist und wie es weitergehen soll. Boah, das ist so krass. Du weißt nicht mal, wie deine eigene Tochter tickt. Ja, wie denn auch? Wir haben uns doch jahrelang nicht gesehen. Ja, du hättest dich ja mal melden können. Vivi, jetzt bleib beim Thema. Du hast dich jahrelang einen Scheiß für mich interessiert. Und das ist immer noch so. Hey. Wenn das so wäre, dann wärst du doch jetzt nicht hier. Boah, tu doch nicht so. Am liebsten wärst du doch mit Jessica allein. Du willst mich nicht hier haben und du wolltest es auch nie. Ein für alle Mal, das ist nicht wahr. Und warum hatten wir dann die letzten 4 Jahre kaum Kontakt und die 10 Jahre davor nur Funkstille? Vivian. Auf so einen Vater kann ich echt verzichten. Oh, dynamische Vater-Tochter-Kiste. Jetzt warte. Lass mal den Profi ran, ich versau's auch nicht. Ja, das hab ich ja auch schon gemacht. Solange sie im Besitz dieser Beweise ist, hat sie Macht über mich. Und diesen Trumpf wird sie niemals freiwillig aus der Hand geben. Gut. Und wo sind diese Aufnahmen? Sie wird sie ja bestimmt nicht unter ihrem Kopfkissen oder in ihrem Schreibtisch aufbewahren. Ich weiß es nicht. Als ich versucht habe, hier rauszukommen, um sie zu finden, hast du mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Du hast behauptet, ich würde Emma entführen. Das wäre auch nicht unbedingt das erste Mal gewesen. Ich war verzweifelt, weil mir niemand geglaubt hat. Meinst du, sie hat irgendwen in die Sache eingeweiht? Nein. Nein, Clarissa vertraut niemanden. Nicht mal ihrem eigenen Spiegelbild. Mit einer Ausnahme. Ich kannte fast alle ihre Handlanger, Schergen und Gehilfen. Aber keiner scheint ihr so ergeben zu sein wie Boris. An den müsst ihr ran. Wo sind die Aufnahmen? Entschuldigung? Die Aufnahmen. Der Beweis für die Unschuld meiner Frau. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Nicht. Was würde wohl mein lieber Freund Vadim Nikolajew dazu sagen? Weißt du, Boris, obwohl sollen wir dich überhaupt Boris nennen oder lieber Mischa? Bleiben wir bei Boris, hm? Wir wollen doch nicht, dass sich herumspricht, dass du einen falschen Namen hast. Nachher erfährt Vadim noch, dass du in Düsseldorf untergetaucht bist. Was wollen Sie von mir? Ich glaube, das hatte ich anfangs erwähnt. Die Aufnahmen. Ich würde Ihnen ja gerne helfen. Aber ich habe keine Ahnung, was für Aufnahmen Sie meinen. Sebastian. Tja, da wird Vadim sich aber freuen. Privet. Okay. Hat sich erledigt. Wir melden uns. Ich weiß, wo die Aufnahmen sind. Ich werde sie Ihnen besorgen. Aber bitte, kein Wort zu Vadim. Ich glaub's nicht. Wie es aussieht, gibt's diese Aufnahmen wirklich. Natürlich, Dummkopf. Erklär mir mal lieber, seit wann du Mafiosi wie diesen Vadim Nikolajew kennst. Tu ich doch gar nicht. Ein Freund von mir bei der Botschaft in Moskau hat ein bisschen recherchiert und rausgefunden, dass dieser Vadim noch eine Rechnung offen hat. Mit unserem Boris. Nicht schlecht. Könnte was von mir sein. Vivi wieder arbeiten? Ja, klar, sie hatte keine Lust auf dich. Ja, so langsam gehen mir auch die Ideen aus. Hey, Kaffee? Nee, lass mal, hatte ich schon literweise im Krankenhaus. Gibst du mir bitte ein Wasser? Klar. Vivian überlegt sogar, ob sie wieder nach Hause fahren soll. Ich habe es eben auch mitbekommen. Inzwischen bin ich mir sogar 100% sicher, dass es nicht nur mit Jessica zu tun hat. Ja.
So weit bin ich auch schon. Nee, jetzt rächen sich die versäumten Jahre. Ach komm, du kannst ja auch nichts dafür, dass Natascha dir den Umgang mit deiner Tochter verboten hat. Ja, ein richtiges Verbot war es ja nicht gerade. Ja, aber erzähl ihr doch mal lieber die ganze Geschichte. Dann sieht sie, dass nicht nur du der Arsch bist. Sondern auch ihre Mutter. Das ist ja ein super Plan. Ja, aber wenn es die Wahrheit ist? Ich will die beiden einfach nicht auseinanderbringen. Vivi hat meinetwegen schon genug gelitten. Nee, da muss ich anders ran. Zahlen bitte. Oh, Florian, Tisch 3. Wir schauen dann noch mal drauf, ja? Hallo, Charlie. Arno. Wie komme ich denn zu der Ehre? Ein kleines Dankeschön für deine Worte. Und eine Entschuldigung für mein Verhalten. Ich bin... Derselbe Dickkopf wie eh und je? Na, wenigstens das hat sich nicht geändert. Hör mal, ich habe mir was überlegt. Ich werde mich aus dem Tagesgeschäft hier ein bisschen rausziehen. Macht's dir keinen Spaß mehr? Doch, aber dann haben wir mehr Zeit miteinander. Charlie, du wirst hier gebraucht. Also wenn ich 3, 4 Mal hier nach dem Rechten schaue, mein Team schafft es auch alleine. Du willst kürzer trägen? Meinetwegen? Nein, 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 nicht nur deinetwegen, auch meinetwegen. Mehr Zeit für Interessen, mehr Zeit für Schönheitsschlaf. Du brauchst keinen Schönheitsschlaf. Ich habe übrigens noch mal mit Susanne telefoniert. Ja, sie hat mich eingeladen zu sich nach Marseille. Dort werde ich ihr dann alles erzählen. Und ein bisschen Abstand wird mir ja auch gut tun. Arno, das ist eine gute Idee. Das Meer, die Sonne, das Savoir-vivre. Da kannst du das hier einfach alles mal vergessen. Vergessen? Was sonst? Und nein, ich meine natürlich einfach mal nicht dran denken müssen. Bei Susanne bist du gut aufgehoben. Was soll denn das? Ich hau ab, ist doch total sinnlos hier. Mann, jetzt hilf mir doch mal. Ich will dich so aber nicht gehen lassen. Dein Pech. Ich weiß, ich hätte mich mehr um dich kümmern müssen, das ist mir klar. Aber ich kann es nun leider mal nicht mehr rückgängig machen. Aber ab sofort werde ich immer für dich da sein. Ja, bis Jessica wieder da ist. Jetzt lass Jessica doch mal aus dem Spiel, es geht nur uns was an. Hey, du bist meine Tochter. Du bist für mich das Allerwichtigste auf der ganzen Welt. Das sagst du doch nur so. Was denn das? Mein Talisman. Der hat mir 14 Jahre lang Glück gebracht. 14 Jahre? Seit deiner Geburt. Das war nämlich der allerschönste Tag in meinem Leben. Ich weiß noch genau, was ich gedacht habe, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Ich habe gedacht, wenn dir sowas passiert und du plötzlich Vater von so einem kleinen, süßen Fratz bist, dann ist das der beste Beweis dafür, dass es Wunder gibt. Ich meine, ich hatte recht. Sieh dich mal an. Aber warum hast du mir das denn noch nie gesagt? Weil auch ich noch viel dazulernen kann. Und ich hoffe, du gibst mir die Gelegenheit dazu. Alles wieder auf Anfang? Alles wieder auf Anfang.
Haben Sie Ihre Zunge verschluckt? Ich habe Sie gefragt, was Sie an meinem Schreibtisch zu suchen haben. Die Präsentation, die Rebecca für die PK fertig gemacht hat. Ich dachte, ich hätte den Memory-Stick hier irgendwo liegen gelassen. Aber den haben Sie doch heute Mittag schon in Ihre Tasche gesteckt. So schusselig kenne ich Sie gar nicht. Alles in Ordnung? Was sollte nicht in Ordnung sein? Das frage ich Sie. Ist alles okay? Gut, dann bis später. Boris? Wenn Sie Probleme haben, können Sie immer zu mir kommen. Das wissen Sie doch, oder? Ha, sehr cool. Das schicke ich Mama, da wird sie sich freuen. Cool. Hi. Was spielt ihr denn? Wer zuerst redet, stirbt? Hey Jessica, also wegen dem Zettel und mit der Handynummer, das war blöd von mir und es tut mir leid. Okay. Entschuldigung angenommen. Was hast du denn mit deiner Tochter gemacht? Mir ist klar geworden, dass ich mich zu wenig um sie gekümmert habe. Soll das heißen, dass sie nur deswegen so eifersüchtig auf mich war? Mehr oder weniger. Und das ist jetzt vorbei? Ja, wenn ich ihr beweise, dass ich sie liebe und immer für sie da sein werde, ja. Ich find's gut, dass du jetzt mehr für sie da sein willst. Das ist jetzt alles wieder in Ordnung? Hey, wir werden so viel Spaß mit Vivian haben, wir drei. Südfrankreich. Das wird ihm gut tun. Ja, hoffentlich. So wie die letzten Wochen kann es auch nicht weitergehen. Dass er seine Tochter besuchen will, das ist doch ein gutes Zeichen. Er ist auf jeden Fall nicht allein. Ja, und wenn er Susanne von seiner Krankheit erzählt, dann setzt er sich ja auch damit auseinander. Hoffentlich kommt er gut an. Schade. Nur weil er Alzheimer hat, heißt das doch nicht, dass er binnen kürzester Zeit unselbstständig wird. Er hasst es, bemuttert zu werden. Das kränkt ihn in seinem Stolz. Kein Mensch bemuttert ihn. Schade. Ich verstehe ja deine Sorgen und deine Ängste. Aber Arno wird noch früh genug auf uns angewiesen sein. Lassen wir ihm seine Selbstständigkeit, solange er sie noch hat. Hm? Kein Mitleid, kein Bevormunden. Das verletzt ihn nur. Gut, ich werde warten, bis er sich meldet. Wahrscheinlich sitzt er mit Susanne schon in einem Straßencafé. Sie trinken Pastis. Na, hab ich's doch gesagt. Er kommt. Warum warst du dir da eigentlich immer so sicher? Ich hab seine Augen gesehen. Er hatte Angst. Angst ist der beste Motivator. Hallo, Micha. Ach, Entschuldigung, Boris. Da haben Sie, was Sie wollen. Also lassen Sie mich in Ruhe. Do svidania, Boris. Vielleicht sollte Clarissa bei der Auswahl ihrer Mitarbeiter doch ein bisschen mehr auf Loyalität achten. Ansgar von Lahnstein, was haben Sie sich denn dabei gedacht? Das war ein netter, kleiner Versuch. Aber eben nur ein Versuch. Denken Sie daran. Die Welt ist ein Dorf. Do svidania. Dieses dumme Schwein hat sie eingeweiht. Ich danke Ihnen. Und liebe Grüße an Waden.
Von denen haben Sie nichts mehr zu befürchten. Ihre Schulden sind bezahlt. Die Sache ist geregelt. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Als erstes würde es mir reichen, wenn Sie mir die Musterkataloge für die nächste Präsentation bringen. Und ich dachte, ich weiß schon alles über Sie. Jetzt wissen Sie alles. Aber jetzt liegt mein Leben in Ihren Händen. Das macht Sie mir noch sympathischer. Graf Lahnstein, wie hat Ihnen meine kleine Darbietung gefallen? Geben Sie mir die Aufnahmen. Mäßigen Sie Ihren Ton. Sie werden meine Frau nicht im Gefängnis verrotten lassen. Wo sind die Aufnahmen? Ja, wo sind die Aufnahmen? Lassen Sie mich mal überlegen. To